Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ilovecuba.de. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es darum, wie schickt man Geld nach Kuba? Beziehungsweise gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten eigentlich gibt es sogenannte MLC-Geschäfte. MLC, was genau ist das überhaupt? Moneda Libremente Convertible. Da geht es darum, dass halt frei konvertibles Geld sozusagen nur verwendet werden darf. In dem Falle also harte Währung, kubanisches Geld letztendlich, der normale COC oder der normale Peso darf an der Stelle nicht verwendet werden. Das heißt also, bei den MLC-Geschäften darf man nur mit Karte zahlen. Und nun ja, in den letzten Wochen hat man schon gemerkt, aus den Geschäften, aus den normalen Geschäften sind einige Produkte verschwunden, beziehungsweise die Auswahl ist doch etwas geringer geworden. Und genau diese Produkte hat man seltsamerweise in den MLC-Geschäften wiedergefunden. Ja, dadurch muss der normale Kubaner, also der kubanische Bürger, braucht also in dem Falle eine Karte, eine Bankkarte, um halt dort einkaufen zu gehen. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, ja gut, was ist jetzt daran so wild? Ne? Also jeder hat doch eine EC-Karte heutzutage. Nicht in Kuba. In Kuba ist das halt alles noch relativ neu. Das Bankgeschäft mit EC-Karten oder EC-Karten nicht, sondern mit Geldkarten gibt es schon seit geraumer Zeit. Allerdings ist es noch nicht so verbreitet wie in anderen Ländern, beziehungsweise speziell auch in Deutschland. Ja, 3 Banken gibt es in Kuba, die halt diesen Service anbieten, bei denen man halt eine Geldkarte erhält. Dazu zählt die Bandec, also Banco de Crédito y Comercio, die BPA, Banco Popular de Ahorro und Banmet. Ja, diese gibt es allerdings nur in Havanna, das ist die Banco Metropolitano. Tja, es gibt jedoch ein kleines Problem, wenn man diese Geldkarte verwenden möchte, denn aus Kuba selbst kann man die Karte nicht aufladen. Man braucht jemanden im Ausland. Nur Geld, was aus dem Ausland überwiesen wird, wird auch als sogenannte harte Währung auf dem Konto entsprechend gespeichert oder dargestellt, und nur demnach oder mit diesem Geld kann man letztendlich auch in Kuba in den MLC-Geschäften einkaufen. Nun, welche Möglichkeiten gibt es denn nun, Geld nach Kuba zu schicken? Einerseits gibt es halt die normale Banküberweisung, andererseits gibt es auch noch Dienstleister, die halt das Geld nach Kuba schicken können. Wir schauen uns erstmal die normale Banküberweisung an, denn ich sage mal grundsätzlich, jeder, der in Deutschland lebt, hat eigentlich auch ein Konto. Und ja, welche Banken überweisen? Also einerseits weiß ich von der Commerzbank, von der Comdirect, Volksbank, Sparkasse. Ja, also von den Banken weiß ich, dass dort halt Überweisungen funktionieren. Aber ich sag mal, wir haben so viele Banken. Frag doch bei deiner Bank mal nach, vielleicht geht's da ja auch. Ne? Fragen kostet ja grundsätzlich erstmal nichts, ne? Ob überhaupt eine Überweisung ins Ausland nach Kuba möglich ist. Es gab eine Zeit, da ging es eher weniger. Da war die Sparkasse so ziemlich die einzige Bank, wo es funktioniert hat. Allerdings habe ich jetzt in den letzten Monaten halt gemerkt, ja, es gibt noch ein paar andere Banken, da funktioniert es auch. Von daher einfach mal fragen. Ja, die Kosten, die belaufen sich, sage ich mal, die fangen bei 10 Euro an, gehen relativ weit hoch, je nachdem, wie viel Geld überweist, 20, 30 oder auch mehr Euro. Ist da auf jeden Fall auch möglich. Die Überweisung funktioniert online oder aber auch analog mit einem Vordruck. Den bekommst du halt bei deiner Bank. Und ja, exemplarisch zeige ich euch hier mal einen Vordruck von der Sparkasse, damit ihr da mal seht, welche Daten eingetragen werden müssen. Wir sprechen hier von einer Überweisung ins Ausland. Also wir kennen ja hier im europäischen Zahlungsraum die SEPA. Das sagt quasi aus, dass man halt innerhalb des europäischen Zahlungsraums Geld überweisen kann. Und alles, was halt darüber hinausgeht, also außerhalb dieses europäischen Zahlungsraums, da spricht man von einer Auslandsüberweisung.
Ja, und genau für diese Auslandsüberweisung gibt es halt eben keinen BIC, sondern da gibt es die SWIFT oder den SWIFT-Code. Ja. Der besteht aus 8 bis 11 Zeichen, wobei halt ja, die ersten 4 Stellen den Bankcode darstellen, die nächsten 2 Stellen ja, stellen den Ländercode dar, wiederum die nächsten 2 Stellen die Ortskodierung und die letzten 3 dann halt die Filiale. Im Falle Kubas muss man sagen, alle Zahlungen gehen über Havanna, soll heißen, in dem Falle haben wir zwar auch eine 11-stellige SWIFT-Kodierung, allerdings sind die letzten 3 Ziffern meistens mit XXX gekennzeichnet, beziehungsweise ja, wenn es dann halt eine konkrete Kodierung ist, dann ist es halt speziell Havanna. Wie aber schon gesagt, gehen alle Zahlungen über Havanna. Das heißt, in dem Falle, wo auch XXX steht, haben wir halt als Ort Havanna ohne spezialisierte Filiale. Ja, und dadurch, dass halt eben alle Zahlungen über Havanna gehen, kann die Zahlung tatsächlich auch etwas auf sich warten. Von wenigen Tagen bis hin zu, ja, ich hatte auch schon 3 Wochen, kann die Zahlung und die Überweisung an sich schon andauern. Und von daher, wenn es dann darum geht, auch mal schnell Geld zu überweisen, ist das halt bei einer normalen Banküberweisung nicht so einfach. Da gibt es halt auch andere Möglichkeiten und ich sag mal, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich die Dienstleister, die sich halt auf Geldtransfer spezialisiert haben. Und da es heute darum geht, wie man eine Bankkarte oder ein Bankkonto mit einer harten Währung in Kuba auflädt oder wie man Geld transferiert und es nicht darum geht, wie man eine AIS-Karte lädt oder per Cash-Auszahlung das Geld überweist, werde ich heute tatsächlich nur einen Dienstleister zeigen, bei dem ich allerdings auch weiß, dass es funktioniert mit der Überweisung. Es gibt sicherlich noch weitere Dienstleister und ich kenne auch noch ein paar, kann allerdings an der Stelle nicht genau sagen, wie das mit der Überweisung funktioniert, ob das Geld wirklich ankommt, wie das Geld ankommt. Von daher ja, gehen wir hier heute tatsächlich nur auf Small World ein und haben hier tatsächlich einmal, zeige ich euch mal kurz, geschaut, welche Möglichkeiten wir jetzt haben. In meinem Fall nach Contra Maestre das Geld zu überweisen in Santiago. Und da werden uns 2 Möglichkeiten angezeigt. In dem Screenshot hier haben wir jetzt die Bandec als Möglichkeit, das Geld zu überweisen. Und genau das wollen wir ja auch. Die Kosten fangen bei 3,99 € pro Überweisung an, also auch tatsächlich sehr viel günstiger als per einer normalen Banküberweisung. Gehen allerdings auch hoch, je nachdem, wie viel Geld überwiesen wird. Spaßeshalber habe ich mal 1.000 € auch mal eingegeben und da wurden mir 5,99 € als ja, Überweisungsservice angezeigt, also als Gebühr. Ja, wir sehen ja also, die Überweisung über den Dienstleister ist doch um einiges günstiger als per Banküberweisung. Geht unter Umständen auch um einiges schneller. Hier habe ich auch aus verschiedenen Quellen gelesen, 2, 3 Tage beziehungsweise bis zu einer Woche ist halt der Normalfall. Also eigentlich ähnlich wie bei der Banküberweisung, aber der Preis macht hier tatsächlich den Unterschied. Und ja, letztendlich muss jeder für sich wissen, was er da jetzt entsprechend verwendet. Ich sag mal, mit einer normalen Banküberweisung per Online hat man halt seine Daten und man muss sich halt nicht nochmal irgendwo anders anmelden. Andererseits mit weiteren Dienstleistern hat man vielleicht noch andere Möglichkeiten. Einerseits hat man hier doch eher geringere Kosten, andererseits hat man auch noch die Möglichkeit, das Geld per Cash zu überweisen oder halt auch per ja, AIS. Das sind halt die amerikanischen Geldkarten, die es halt vor Ort gibt. Ja, auch das ist möglich. Ne, heute soll es allerdings, oder sollte es nicht um Vollständigkeit gehen. Sicherlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, Geld zu überweisen. Und ja, wenn du auch weißt, wie man das Geld nach Kuba überweist, beziehungsweise ja, mich würde grundsätzlich interessieren, wie du das Geld überweist, dann schreib mir das doch einfach mal in den Kommentaren. Damals ging es halt auch mit Western Union, das war also der größte Anbieter. Da war das Geld dann tatsächlich dann auch quasi direkt
vor Ort. Das war natürlich eine schöne Sache. Geht allerdings schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Von daher muss man da schauen, wie man sich auf anderen Wege hilft. Ja, aus den Staaten heraus, also aus den USA, wird es immer schwieriger, das Geld zu überweisen. Da haben wir hier in Europa noch einen relativ sicheren Stand, dass man noch weiterhin die Möglichkeit hat, Geld zu transferieren. Und es wird halt in den nächsten Monaten auch tatsächlich oder Jahren eigentlich immer wichtiger. Denn Kuba stellt sich um, ne? Wie gesagt, die Läden stellen sich um. Es gibt halt immer mehr, wo man nur noch mit Karte zahlen kann. Und auch da, die Kartenzahlung funktioniert auch nur mit Konten, wo auch ja, ausländisches Geld sozusagen drauf ist. Und von daher wird das immer mehr nötig sein, dass die kubanischen Bürger halt auch ihr Geld aus dem Ausland transferiert bekommen. Also der Kontakt aus dem Ausland bleibt weiterhin gefragt. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Lass mir gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und ich sag mal, das soll es für heute auch erstmal sein. Und Saludos. Ciao.